Burger Küchenmöbel ist 1917 gegründet worden. Wir haben heute 680 Mitarbeiter hier am Standort und sind ein familiengeführtes, inhabergeführtes Unternehmen der Baumann Group und wir stellen 500 Küchen jeden Tag her. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie das zukünftige Konzept hier in der Produktion aussehen soll und haben uns dann bewusst entschieden, eine Losgröße 1 Fertigung aufzubauen im Bauteilbereich, bestehend aus einem Portallager, einer Zuschnittanlage und einem Kopplungspuffer und einem Kantenkreislauf. Das war also der Start, um weg von der Serie hin zur Losgröße 1 zu kommen. Warum machen wir das? Weil natürlich die Vielfalt der Dekore, der Bauteile, der Varianten, die in der Küche verwendet werden, enorm groß geworden ist. Diese Komprimierung dieser ganzen Varianten in dieses neue Lager bedeutete eben noch mehr Leistungsanspruch und deswegen diese zwei Brücken waren unverzichtbar, dass ich zum einen die beiden Sägen, die in dieses Lager integriert sind, bestücken kann und zum anderen natürlich Einlager- oder Vorkommissioniervorgänge mit der anderen Brücke machen kann. Wichtig natürlich, dass die beiden Zuschnittanlagen, die gemeinsam an einem Schnittplan arbeiten, ständig mit Material versorgt werden. Hier gelingt es wirklich, die Platte so aufzuteilen, dass nicht viel übrig bleibt. Und wenn etwas übrig bleibt, dann haben wir ein intelligentes Restelager integriert, das mit einem Roboterhandling diese Restplatten aufnimmt und in Fächer stellt. Und aus diesem System kann natürlich dann der nächste Zuschnitt wieder gefüttert werden. Die Teile kommen auf Rollengängen aus diesem Entkopplungspuffer. Also die Bauteile, die in diesen Kantenkreislauf reingehen, müssen ihn zweimal durchqueren oder durchlaufen und sind dann fertig, weil dann alle 4 Seiten bearbeitet sind, die entsprechenden Kanten angeleimt worden sind und Maß und Winkel des Bauteils hergestellt ist. Es gibt vorgelagert 2 Bohrzellen, eigentlich sind es 3 Bohrzellen, aber 2 Bohrzellen bestehen aus völlig redundanten Bohranlagen. Und hier werden die fertig vorkommissionierten Teile stapelweise durch die Maschine geschickt und erhalten dann ganz spezifisch jedes Bauteil die Bohrung, die entsprechend der ID, die mitgeführt wird, dann notwendig ist. Nach diesen Bohranlagen gehen die Teile dann in die Montage und können direkt verarbeitet werden, ohne dass dort nochmal ein Bohrvorgang, also spannende Bearbeitung, erforderlich ist. Bei der ersten Einlage 2015 eigentlich ein Bilderbuchprojekt. Wir haben also sowohl von Seiten des Anlagenherstellers von HOMAG ein sehr gutes Team hier zur Verfügung gehabt und auch unsere Leute haben sich 100%ig integriert. Wir haben es, glaube ich, hingekriegt, mit 1 Jahr im Voraus auf dem Tag genau die Abnahme hinzukriegen. Also das heißt, das war wirklich lehrbuchmäßig. Ich bin aktuell wirklich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Stückkosten und das ist eigentlich unser Indikator dafür, ob wir hier richtig geplant und investiert haben. Burger war in den letzten Jahren immer schneller als andere und ich glaube, das ist der Schlüssel unseres Erfolges.